Alright, ihr seid liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes in Fidget mit mir und Basti und am Montag, ja, genießt das schöne Wetter nochmal, überall soll es relativ schön sein, glaube ich. Im Laufe der Woche kann das ein bisschen schlechter werden, wir hatten jetzt ja richtig eine super duper Zeit, deshalb hat es bei mir auch am Wochenende nicht so ganz hingehauen wie geplant. Ich wollte eigentlich nochmal Pilze aufladen, Epic Event spielen auf EU18, das habe ich jetzt nicht geschafft. Dementsprechend habe ich mir Geld gespart. Ich schaue mal im Laufe der Woche, dass ich mit dem verbesserten Chart trotzdem ein bisschen weiterkomme. In den Dungeons, auch im Tower habe ich, glaube ich, ein bisschen Potenzial hier. Ja, da müsste was gehen. Vielleicht kriege ich da auch eine gute Waffe. Schauen wir da mal rein. Wird sicherlich mal einen Part geben. Aber jetzt heute, ihr habt es im Titel gelesen, geht es um was anderes. Und vorneweg möchte ich sagen, das ist jetzt nicht mega wichtig, ja. Ja, es kann sein, dass für manche Spieler komplett unrelevant ist. Beziehungsweise auch das Feature oder das Teilfeature ist unrelevant. Aber ich finde es trotzdem interessant, drüber zu reden. Und deshalb auch vorneweg, ne, das ist jetzt hier keine irgendwie versteckte Geschichte, wo man jetzt irgendwelche Vorteile draus ziehen kann, sondern einfach nur meine Ansicht zu dem Thema. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich seit 3-4 Jahren gerne auch mal immer wieder in die Pets reinschaue, in die Ehrenhalle. Und prinzipiell, das ist halt der Punkt, die Pet-Ehrenhalle ist eigentlich komplett wurscht. Die hat euch, also mit euch im Spielfortschritt, bringt es nichts. Ja? Dennoch habe ich auf manchen Servern mich immer gewundert, warum ich es eben nicht geschafft habe, sehr weit oben zu stehen. Wenn ich natürlich selber dran schuld war, ne, zum Beispiel gewisse Pets nicht rechtzeitig zu finden und oder halt Tage zu verspielen, dann ist es klar. Aber auf EU18 habe ich jetzt auch auf jeden Fall versucht, oben dran zu bleiben und im Moment passt das auch noch ganz gut. Übrigens, die Unterwelt-Ehrenhalle ist genauso unwichtig. Also die Fortress-Ehrenhalle ist prinzipiell auch nicht wichtig, ob er jetzt auf der 1 steht oder auf der 200. Die ist nur halt relevant für Festungspartnerschaften oder halt Angriffe, dass man da in einem gewissen Paket ist. Aber an sich sind die ganzen Ehrenhallen hier unrelevant. Die bringen euch keine Punkte, wenn ihr da sehr weit oben steht. Bis auf... Ich glaube, nicht mal für die Pets ist es relevant, weil da zählt nur die eigene Charakter-Ehrenhalle. Aber mir ist, wie gesagt, im Bereich der Pets etwas aufgefallen. Und das erste Mal ist es mir aufgefallen bei einem Petfight gegen Maya. Der oder die Maya, werde ich euch gleich zeigen, wurde mir nämlich unten angezeigt. Und dann dachte ich erstmal, boah, und ich zeige euch gleich mal, worum es da geht. Ja, tendenziell sind wir jetzt hier in der Pet Defense sogar. Da hat mich Maya angegriffen. Also das ist noch nicht mal der Fall, den ich meinte. Aber Maya hat mich eben gleichzeitig angegriffen. Maya hat mit Gulps 31 gespielt gegen mein Okodil 42. Das ist natürlich klar, dass Gulps da keine Chance hat. Ne? Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Aber danach kam Pyrophibus. Und das ist halt das Thema. Als ich Maya aktiv angreifen sollte, hieß es nämlich, Maya hat irgendwie insgesamt quasi ein Pet-Level von 80. Und das ist halt deutlich höher als das, was ich hatte. Lustig ist, dass ich die Verteidigung gewonnen habe. Er hat sogar noch Coco Fire 13 dabei. Also die Verteidigung habe ich gewonnen. Aber auch hier hatte Maya ja insgesamt über 80 Pet-Früchte. Also Pets verfüttert. Es ist ja so, wenn man jetzt mal schaut, auch hier sehen wir, dass ich jetzt einen Gegner hatte mit Xerenil auf 94er Totallevel. Und mein Totallevel ist meistens niedriger. Und ich habe die Pets gespielt ab Tag 2, außer bei Erde. Also in 4 von 5 Habitaten habe ich an Tag 2 bereits 3-mal mein Main-Pet gefüttert. Nur bei Erde konnte ich es erst an Tag 3 machen. Das heißt, maximal könnte ich nur 3 Früchte behind sein. Und das Thema gibt es vielleicht schon länger in den Pets, Ehrenhallen, und ist mir aber nie aufgefallen, weil ich eben auch von vornherein nie so weit oben war. Jetzt ist es mir aufgefallen, dass anscheinend die Taktik genutzt wird, dass man eben alle Früchte, die man hat, verfüttert, an tendenziell auch 2 Starter-Pets, um in der Ehrenhalle weiter vorne dran zu sein, um stärker zu sein in den Fights, um wiederum in der Pet-Ehrenhalle weiter oben zu stehen. Und das kann man sich halt auch anschauen, wenn man jetzt mal schaut auf Waves. Bei Waves war es ebenfalls so. Der hat nämlich mit Digmoll auch schon mal mein Tusi zur Hälfte runtergebracht, obwohl mein Tusi gleich stark ist wie sein Tusi, also 10 Aug. Und damit hat er den Pet-Angriff gewonnen. Ich habe 50 Ehre verloren und wir sehen, dass Waves aktuell sogar auf der 1 steht. Ja. Der Fakt ist nämlich, wenn man viele Fights am Anfang gewinnt, kann man sicherlich in der Ehrenhalle von der Ehre einen Vorsprung aufbauen, den man durch den RNG-Faktor, also Petfights sind ja RNG, dann vielleicht nicht mehr so schnell verliert. Auch Maya ist eigentlich noch relativ weit vorne dabei.
Ich meine, das sind 200 Punkte, das ist ein Pet-Fight. Ja, aber ich glaube, wenn man von Anfang an relativ weit oben steht und immer mal zwischendurch auch Fights gewinnt oder Verteidigung gewinnt, dann behält man da einen Vorsprung und bleibt halt letztendlich irgendwie in der Pet-Ehrenhalle auch weit vorne. Und ich glaube, das ist diese Taktik tatsächlich, dass die Leute eben ihre Früchte verfüttern. Und auf EU18 war das halt gut möglich durch den Elevator, weil man ab dem Elevator, wenn man an Tag 2 oder Tag 3 zum Serverstart die Pets erstellt hat, konnte man auch im Elevator relativ schnell in die Etagen kommen, wo man täglich 4 oder 5, fast alle Früchte einmal bekommt, mit Schokolade sogar zweimal. Man bekommt natürlich über die Expedition die Früchte, wenn man ein bisschen Glück hat. Und dementsprechend hat man genügend Früchte parat, um halt 2 Pets zu füttern. Und ich habe das Ganze so ein bisschen dann auch angefangen. Ich habe zum Beispiel bei Feuer, seitdem ich Kokofü habe, bin ich umgestiegen und habe beide Pets gefüttert. Habe jetzt aber das Problem, dass ich keine Früchte bekommen habe, keine Erdbeeren mehr zur Stelle habe. Muss heute noch auf jeden Fall komplett Alu spielen. Ich hoffe, da sind Früchte dabei. Im Glücksrad, können wir mal schauen. Vielleicht habe ich diesmal Glück. Ich habe noch nie eine Feuerfrucht übers Glücksrad gewonnen und kriege auch weiterhin keine. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dafür haben wir für Wasser 1 bekommen. Aber bei Wasser, da habe ich den Umstieg halt verpasst. Also Octobos hätte ich nehmen können, da hätte ich das gleiche auch spielen können. Ich glaube, bei Wasser gehe ich jetzt einfach weiter auf Unterbiss, weil Unterbiss ist schon machbar. Nur von Unterbiss auf Hydrosbier zu spielen, das ist extrem schwierig. Aber ob ich so lange auf dem Server unterwegs bin, weiß ich noch gar nicht. Und ja, ich muss auch noch ein paar Pets finden. Zum Beispiel heute muss ich 2 Pets finden, um ein bisschen nachzukommen. Das kann ich heute finden in der Nacht. Und ich bin halt früh heute zu spät aufgewacht, um die noch frühst zu erhalten. Deshalb habe ich meine Alu auch noch gar nicht angefangen. Ich brauche natürlich Früchte und ich brauche natürlich die 2 Pets. Aber diese Taktik, dann 2 Pets zum Start zu füttern, funktioniert, wenn man halt viele Früchte zur Verfügung hat, und über den Elevator war es möglich. Irgendwann kommt auch mal ein Pet-Event, dann gibt es natürlich auch viele Früchte. Da ist aber auch die Frage, ob das dann sinnvoll ist, seinen ganzen Früchtebestand aufgebraucht zu haben. Ich meine, gut, 25 Früchte plus die Früchte, die man noch kriegt, da kann man auf jeden Fall 2 Pets füttern. Bei Feuer werde ich das dann sehen. Also im Zweifel werde ich jetzt eher Kokofü anfüttern, wenn ich zu wenig Früchte habe, weil das ist wichtiger. Aber wenn ich die Früchte über habe, dann gehe ich natürlich auch auf Gulps weiter, einfach nur für die Ehrenhalle. Und das ist so ein bisschen so eine Strategie, die sich anscheinend wirklich rausgestellt hat. Hier haben wir eben Xerenil mit 94er Level. Ich glaube, ich habe gegen Xerenil, ich habe gestern gegen ihn gespielt. Da war das noch bei Licht, aber bei Licht ist es halt ähnlich. Wir gucken noch mal rein. Ihr habt gesehen, ich habe das gewonnen. Er hat Gelclops auf 40. Mit Gelclops 40, ich habe ihn halt angegriffen mit meinem Tusi 49, da habe ich aber halt auch schon ein Drittel verloren, und sein Tink ist gleiches Level wie mein Tusi, und hier habe ich eben Glück, dass ich trotz des schon verlorenen HP-Stands nicht verloren habe. Also das war mega lucky, mega lucky war das. Ich habe ihn auch gerade so besiegt. Also das hätte jetzt keinen Unterschied vielleicht gemacht, aber hätte mir Gelclops halt 4000 HP mehr abgezogen im ersten Fight, hätte ich diesen Fight auch verloren. Es war natürlich geil, 140 Ehre zu gewinnen dadurch. Aber an sich macht es natürlich schon Sinn für den Anfang. Ob sich das hinten raus wirklich als lukrativ darstellt, wird man sehen. Wie gesagt, die Pet-Ehrenhalle ist jetzt nicht so mega wichtig. Aber ich glaube schon, dass die am Anfang einen Vorsprung ausarbeiten und hier vorne bleiben, die kann man nicht mehr so wirklich doller einholen, solange die halt auch aktiv alles richtig machen im weiteren Spielverlauf. Ja, letztendlich landen wir ja irgendwann hier wie auf meinem Main-Char. Da sind alle Pets voll ausgebildet, und dann ist das halt sowieso einfach nur RNG, was man gewinnt oder verliert. Also das, keine Ahnung, also das ist halt komplett RNG, ja. Und dementsprechend gewinnt man 2 Kämpfe oder gewinnt man 3 Kämpfe, und dann steigt man in der Pet-Ehrenhalle halt rauf und runter. Aber, also, der erste hat jetzt 77.400 Ehre. Und die hat er sich jetzt über ein gewisses Alter vielleicht erspielt, aber wahrscheinlich hauptsächlich auch aufgrund dessen, dass er halt von Anfang an relativ weit oben war. Das kann ich mir halt vorstellen. Ja, das ist ein extremes Beispiel. Und deshalb fand ich das interessant, wollte das mal mit euch teilen. Und ich werde aber versuchen, das in einem weiteren Serverstart, vielleicht auf EU19, da weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege, aber respektive EU20 dann auch natürlich wenig ähnlich zu spielen, um auch dort weit oben zu sein. Aber jetzt im Moment ist der Fokus auf EU18. Dort schauen wir eben, was die Woche noch passiert. Wenn ich vielleicht ein paar Dungeons mache, vielleicht machen wir ein Commentary. Ihr seht ein paar Dungeons im Hintergrund oder sowas. Irgendwas könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, genießt die schöne Woche erstmal. Das war's von mir. Haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao.